dass ihr wieder bei TuS Kochtour eingeschaltet habt. Bald ist ja Halloween. Genau zu diesem Anlass habe ich mir gedacht, mache ich die La Catrina. Die La Catrina, das ist eine Figur in Mexiko, die symbolisch für den Tag der Toten dargestellt wird. Genau, das finde ich recht passend dazu und zeige euch die Torte, wie ich die hergestellt habe, und zeige euch die Zutaten. Ihr braucht 200 Gramm Mehl, 150 Gramm gemahlene Haselnüsse, 4 Eier, 200 Milliliter Öl, 200 Milliliter Sprudel, 200 Gramm Zucker, ein Päckchen Backpulver, etwas Vanilleextrakt, eine Prise Salz und schwarze Pastenfarbe. Als erstes werde ich jetzt die Eier mit dem Salz und Zucker weißcremig aufschlagen. Vanilleextrakt gebe ich jetzt auch hinzu. Vermischt dann Backpulver mit dem Mehl und siebt es dann in die Eiermasse hinzu. Und jetzt gebe ich dann noch die Haselnüsse hinzu und verrühre das Ganze dann auch kurz. Damit der Teig schon schwarz ist, gebe ich jetzt noch schwarze Pastenfarbe hinein. Der Teig ist jetzt so fertig. Jetzt gebe ich den Teig in einen Backrahmen mit einem Durchmesser von 22 cm und werde das bei 170 Grad für ca. 25 bis 30 Minuten backen. Ich verteile den Teig eben auf 2 Backrahmen. Während der Kuchen hinten backt, kann ich jetzt die Himbeerbuttercreme vorbereiten und für die Himbeerbuttercreme benötigen wir 150 Gramm gefrorene Himbeeren, 230 Gramm weiche Butter, 3 Eier, 100 Gramm Zucker, eine Prise Salz und lila Pastenfarbe. Als erstes werde ich jetzt die Eier und Salz, Zucker in die Küchenmaschine geben, das Ganze dann erhitzen bei 80 Grad für 5 Minuten dann aufschlagen. Während in der anderen Maschine die Eier aufgeschlagen werden, werde ich jetzt in der anderen Maschine die Butter weißcremig aufschlagen. Auch jetzt gebe ich die Himbeeren in den Topf hinein und werde das dann kurz einkochen. Sobald die Himbeeren jetzt auch eingekocht sind, werde ich die jetzt umfüllen in eine Schüssel und werde das Ganze dann gut abkühlen lassen. Die Eiermasse und die Butter ist jetzt fertig und jetzt gebe ich die Eiermasse in die Butter und werde das leicht verrühren. Muss die Eiermasse dann kalt oder? Ja, die Eiermasse muss abgekühlt sein. Okay. Zuletzt gebe ich jetzt noch die Himbeeren dazu, die Pastenfarbe und werde das Ganze gut verrühren. So sieht jetzt die Buttercreme dann aus. Und jetzt fülle ich das dann wieder in eine Schüssel um. Nachdem ich jetzt auch alles vorbereitet habe, werde ich die Torte jetzt zusammensetzen. Ich nehme als erstes den Boden und werde dann darauf die Buttercreme dann bestreichen.
setze ich den zweiten Boden oben drauf, bestreiche es dann wieder mit Buttercreme und so verfahrt ihr, bis ihr alle Böden verbraucht habt. Und so gebe ich jetzt die Torte für ca. 30 Minuten in den Kühlschrank. Nach 30 Minuten ist die Torte jetzt auch abgekühlt und jetzt werde ich den Kopf dann zurechtschneiden. Der Kopf ist fertig und jetzt werde ich das Ganze noch mit Ganache dann einstreichen. Hier habe ich jetzt bereits Ganachen vorbereitet. Also erst erhitzt man die Sahne und gibt dann die Schokolade hinein. Also wie gesagt, das habe ich schon vorbereitet, aber die genauen Mengenangaben findet ihr dann unten in der Infobox. Die erste Schicht geht auch erst Krümelbindung. Nachdem ich den Kopf jetzt mit Ganache dann auch komplett eingestrichen habe, habe ich jetzt hier Fondant und werde das Ganze dann dünn ausrollen und das Ganze dann eindecken. Der Fondant ist jetzt dann auch dünn genug und jetzt werde ich den Kopf nehmen und den eindecken. Werde dann Backtrans-Spray nehmen und die Torte etwas einsprühen, damit der Fondant einfach besser haften kann. Den Überschuss schneide ich jetzt auch noch raus. Und als nächstes werde ich jetzt die Augen modellieren. So, jetzt nehme ich Pastenfarbe und werde die Augen dann ausmalen. Jetzt habe ich rote und rosane Pastenfarbe und werde das zusammen vermischen, sodass ich das Auge zuerst mal ausmalen werde. Soweit gefallen mir die Augen auch recht gut. Jetzt werde ich als nächstes etwas Glitzer nehmen und dann das Auge damit auch bepinseln.
jetzt in die Innenräume der Löcher gebe ich jetzt noch etwas Glitzer hinein. Tupft es auch nur kurz. Die Augen werde ich jetzt modellieren. So. So, und das lasse ich jetzt auch kurz an. Die Augen werde ich hier ankleben. Und jetzt werde ich noch die Umrandung und den Lichtpunkt noch in das Auge hineinmalen. Den Lichtpunkt werde ich jetzt mit weißer Zuckerschrift dann drauf geben. Und nun werde ich die Nase dann mit schwarzer Pastenfarbe dann auch bemalen. Jetzt werde ich die Wange noch machen, dann nehme ich eben rosane Pulverfarbe und mixe es mir jetzt erstmal so an. Ich werde jetzt den Mund dann auch malen. Den Mund finde ich auch jetzt so fertig und jetzt werde ich die restlichen Dekorationen dann machen auf dem Gesicht. Kristalle und werde die mir dann darauf kleben. So, drückt das mal an. So ist der Kopf jetzt fertig. Ich werde jetzt noch die Blumen modellieren und den Cakeboard einlegen. Ich habe hier jetzt rote Blütenpaste und werde mir das jetzt dünn ausrollen. Und sobald es jetzt dünn genug auch ist, habe ich jetzt ein Bicyclette, habe den mir auf 5 cm gestellt und werde jetzt mir lange Stränge dann auch schneiden. So. So. Dann als nächstes schneide ich mir die Enden etwas ab. Nehme jetzt Zuckerkleber und verstreiche mir den unteren Teil dann etwas an. So, dann nehme ich ein Ende davon, klappt es mir runter
und werde mir jetzt dann wellenförmig das zu einer Blume dann wickeln. Und so habt ihr eben eine schöne Blume. Als nächstes nehme ich dann Alufolie, zerknülle mir das etwas zusammen und lege mir die Blüte da rein, damit ihr einfach einen schönen Halt nachher habt, und lasse es dann antrocknen. Sobald die Blumen jetzt auch angetrocknet sind, werde ich dann verschiedene Pudern in rosa, rot, habe das Ganze dann vermischt und werde die dann jetzt bemalen. Und so sieht die Blüte dann auch aus. Einige werde ich dann noch mit Metallic Spray in rosa dann einstellen. Nachdem ich jetzt auch alles vorbereitet habe, habe ich hier auch schon Cakeboard. Das habe ich bereits in schwarz dann eingedeckt und habe dann mit Metallic Spray das Ganze dann auch besprüht und werde jetzt den Kopf darauf legen. Und zuletzt werde ich die Blumen noch darauf dekorieren. Nehme dann etwas Zuckerkleber und lege die mir dann drauf. So sieht jetzt die La Catrina aus. Ich hoffe, die La Catrina gefällt euch. Abonniert meinen Kanal und aktiviert unbedingt die Glocke und bis zum nächsten Video. Tschüss!